Ja, grüße wohl, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Euro Aviators. Ich habe heute mal mein Passagier-Headset an, weil ich meine eigene zu Hause schlauerweise vergessen habe. Aber ich habe an Hauptsache ein Passagierersatz-Headset gedacht. Wo geht's heute hin? Heute gibt es eine richtig spezielle Folge. Wir fliegen zum Airbase Meiringen. Warum? Weil wir dort eingeladen worden sind, last minute, als auf der Ersatzliste, weil jemand abgesagt hat oder nicht konnte. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nach Meiringen zu fliegen. Dort fliegt der Tigerstaffel von Schweizer Militär, F-18s. Bin sehr gespannt. Wird eine coole Sache. Jetzt ist Rieski. Ja, ich habe einen Slot um 11:12 Uhr Lokalzeit über Meiringen. Da muss ich genau über Meiringen sein. Musst du planen, sagt lieber auch keine Wartekreise drehen, aber das Wetter ist so, muss mich wahrscheinlich einen Weg finden. Ja, darum machen wir uns auf den Weg und zur Not machen wir ein paar Sightseeing-Turns. Ist dann halt so. Okay. Triangle Aerodrome, Hotel Uniform Quebec is taxi to hold point runway 33. Ja, also über den Brünig-Pass können wir auf jeden Fall nicht fliegen. Das ist nicht so gesund. Es gab ein Briefing heute Morgen per E-Mail. Bitte alle Flugzeuge über Interlaken einfliegen. Es nehmen irgendwie 30 Flugzeuge teil an einem Fly-In, unterschiedlichen Muster. Das ist wirklich eine Last-Minute-Fly-In. Aber die muss man wahrnehmen, weil dann gibt es die nächste Chance, in Meiringen zu landen. Wahrscheinlich nicht so schnell. Holding point Delta, runway 33. Alright. Exit frequency will be 124.7. Okay. Good. Alright. Before departure check, canopy closed and locked, seatbelts are checked, fuel quantity in liters checked again, fuel selector valve is open, mixture is full, rich, carburetors off, magnetos are on both, controls free, trim takeoff position 4 to 5, flaps takeoff position checked and flight instruments are checked, line up, fuel booster bomb on, landing light on, approach check is clear, wind check, tap checked. Okay. Let's go. And Triangle Hotel Uniform Quebec is lining up runway 33 for outbound departure towards Villisovio. Booster pump up, landing light off, and flaps up. Alright. Ja, das sieht dort hinten doch gar nicht so schlecht aus. Die Frage, ob ich oben drüber gehe? Hier noch nicht, das Loch ist zu klein. En Hotel Uniform Quebec rijden 3000 feet, leaving frequency, bis später. Zurich Information, grüß Sie, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec. Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, Zurich Information, hello, pass your message. Hotel Bravo Echo Uniform Quebec is a Delta Romeo 40, VFR from Lima Sierra Papa November to Lima Sierra Mike Mike. Now overhead riding at 3,300 feet, but the routing will be via Willisau and then soon Interlaken and request opening type land, takeoff time 35. Hotel Uniform Quebec, QNH Zurich 1017, I will open your flight plan time 35, report Doon. QNH 1017 and next report soon, Hotel Uniform Quebec. The November station calling Zurich information. Say again. Other station calling, say again.
Charlie, Quebec, Lima from Hotel Uniform Quebec. Only Delta Uniform. Hotel Bravo. Oh, pass a message. Hotel Bravo, Charlie. Kriegel, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich, ja. Wir sind schon studiert. Wir sind alles der A1 noch. Weiter innen ist zu gewesen. Ah, okay. Ich bin jetzt on top at 5800 und jetzt so Willisau VOA und dann jetzt Richtung Süd. Okay, Zudersee ist offen, blauer Himmel, da kommst du gut wieder runter. Wunderbar, danke vielmals. November 87 Lima Sierra. Charlie Uniform, report your routing. Berna Rifle, Hotel Bravo, Echo Uniform Quebec, Grüße, approaching Ramok at 5,600 feet and request crossing direction soon, but due to clouds I need to circumnavigate a bit through your TMA. Hotel Uniform Quebec, clear to cross the TMA via good axe direction to minimum altitude 5,000 feet, QNH 1017. Clear to cross the direction Goodux, minimum altitude 5,000 feet on QNH 1017, Hotel Uniform Quebec, thank you. November Lima Sierra for climb to level 110, contact now Alps radar on 125.550. 15550, thank you very much. November Lima Sierra. You're welcome, bye bye. Oh, das ist ein spannender Flug. And Hotel Uniform Quebec, and now direction soon due to clouds. Hotel Uniform Quebec, roger. Hotel Uniform Quebec, confirm remaining outside the TMA now. Hey firm, outside of the TMA now, heading for June. Hotel Uniform Quebec, frequency change approved, ade. Frequency change approved, ade, schönen Tag, Hotel Uniform Quebec. Curly fast. Die sind doch immer nett bei Berna Rifle. Jetzt kommen wir zwar in einem Tal, der endet, aber wir wollen ja in diesem Tal, weil, also nicht ganz am Ende vom Tal, aber ja, ziemlich, liegt der Flugplatz Airbase von Meiringen. Auf 130,150. Meiringen CTR and all TMA sectors are active. For crossing, contact Meiringen Tower on 13. Wer hat das gedacht? Meiringen ist aktiv. Monitoren wir doch der Frequenz mal ein bisschen. Ja, was macht man hier im Notfall? Hier kann man noch auf dem Feld gehen. Aber nachher wird es Notwasserung. Ei, bis Zug. Ich habe noch 12 Minuten. Ja, dann schauen wir das hier nochmal ein bisschen an, oder? Können wir nochmal Richtung Reichenbach fliegen? Hotel Zulu Uniform, report position. Hotel Zulu Uniform, East Falls, 3,000 feet. Roger, next report begin down in 3,000 feet, your number 1. Next downwind 3,000 feet for number 1, Hotel Zulu Uniform. Hotel Bravo, Echo Uniform Quebec, Meiringen Tower, do you read? I read you 5, Hotel Bravo, Uniform Quebec. Hotel Uniform Quebec, roger. If you wish, you may already proceed inbound and report Interlaken initially. That's great, then I will heading for you, next report Interlaken, Hotel Uniform Quebec. Das ist ja ein Service. Wobei in der Schweiz wird ATC auch auf Militärflugplätzen von Skyguide gemacht. Also es gibt keinen separaten militärischen ATC.
beziehungsweise Skyguide macht das ja im Auftrag vom Militär. Hotel Zulu Uniform, continue, your number 1. Okay, Approach Briefing. Wir haben hier einen Approach Jump bekommen vom Flugplatzkommando und Skyguide. Voltenhöhe 3000 Feet, runway 28 habe ich gehört. Dann wird es wahrscheinlich Iseltwald, Isbach, Downwind 28 sein. Meiringen ist auch der Airbase, wo du sehr, sehr nah an F-18s kommen kann, weil es gibt ja eine öffentliche Straße, die die Piste kreuzt. Und dort kannst du bis an der Schranke kommen. Ja, muss ich aufpassen. Ja, Interlaken ist immer mit Gleitschirmfliegen herausfordernd. Delta Uniform Quebec, Interlaken 3500. Hotel Uniform Quebec, next report Iseltwald, stand by short for runway news. Next report Iseltwald, Wilco, Hotel Uniform Quebec. Hotel Uniform Quebec, join and report downwind runway 28, 3000 feet, QNH 1018. Will report downwind runway 28, QNH 1018, Hotel Bravo Uniform Quebec. Hotel Uniform Quebec, descend to 3000 feet. Descend to 3000, Hotel Uniform Quebec. Delta Zulu Uniform for your information, 25 runway 28. Hotel Zulu Uniform, wind calm, runway 28, clear to land. Runway 28. Ja, also, jetzt ist es Notwasserung angesagt. Über den Brienzer See. Hotel Uniform Quebec, just to confirm you already passed the city of Interlaken. Hey firm, I am now over at the lake and heading for Iseltwald. Roger, thank you. Hotel Mike Tango, for the moment you are number 3, number 2 civil aircraft past Iseltwald, 3000 feet for landing. I'm looking for the traffic, we are number 3 and reduced to the 19 knots. Roger. Iseltwald. Das müssen wir nicht mehr reporten. Jetzt müssen wir die für Sie machen. Am See entlang. Hotel Uniform Quebec, report position. Approaching Isbach, 3000 feet. Hotel Uniform Quebec, roger. Okay, landing lights on. Jetzt Höhe halten. Hotel Zulu Uniform, continue to your left and look out for Marshaller. Zulu Uniform, continuing to the left and looking up for Marshaller. Okay. Da ist der Hotel Airbase. Mike Tango, Iseltwald, 3000 feet. Hotel Mike Tango, next report begin downwind. Next begin downwind, Hotel Mike Tango. And Hotel Uniform Quebec is on the downwind 28, 3000 feet. Hotel Quebec, correction. Hotel Uniform Quebec, you're number 1. Number 1, Hotel Uniform Quebec. And wind is calm. Thank you. Ja, natürlich ist der Approach Chart für das nicht eingezeichnet. Okay. Booster on. Now reducing the speed. Sind schon ein paar da. Okay. First lap. Da ist Meiringen. Dort. Ah, und der Wasserfall hier. Hotel Uniform Quebec, wind calm, runway 28, clear to land. 28, clear to land, Hotel Uniform Quebec. Hotel Mike Tango, your number 2, number 1 is on final for landing. Look out for the traffic and we are now begin downwind runway 28. Roger.
Hotel Uniform Quebec, next left via Delta, then again left and look out for Marshaller. Left on Delta, then left again, looking out for the Marshaller, Hotel Uniform Quebec. Hotel Bravo Tango, X-Ray November, Meiringen Tower, hello, join and report downwind runway 28, 3000 feet, QNH 1018. Next downwind, 3000 feet, and QNH 1018, Hotel Quebec. Cool! Willkommen in Meiringen auf der Military Base. Meiringen Tower, grüezi, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, outbound Brünig, request taxi. Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, taxi intersection Charlie runway 28, QNH 1017. Taxi to holding point Charlie runway 28, QNH 1017, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec. Nach 4 Stunden Aufenthalt stand für alle Teilnehmer wieder der Rückflug an. Wie beim Anflug gab es auch für den Abflug wieder einen auf die Minute genau getakteten Slotplan. Unsere Route führt diesmal wie ursprünglich für den Hinflug geplant über den Brünnigpass und Alpnach und Emmen zurück nach Triengen. Einen vollständigen Artikel zum Fly-In erschien bereits in der Aero Revue Ausgabe 5 von 2025. Close the pop on, landing lights on. Hotel Uniform Quebec, cleared for takeoff, wind calm. Next report south of tower before crossing to Brünig. 28 cleared for takeoff, and next abeam the tower, south of the tower before crossing to Brünig, Hotel Uniform Quebec. Okay. Hotel Unit approaching Brünig. Speed is alive. Hotel Lima Whiskey, bye bye. No, merci. Pleasure.
Hotel Yankee, wind calm, intersection 28, clear for takeoff. Report south of tower before crossing to Brünig. Das geht tipptopp so. Booster pop off, landing light off, and flaps fine. Ist das schön da. Ja, Brünig sieht gut aus. Hotel Uniform Quebec, you may cross the valley, report Lungersee, confirm proceeding in sight. Proceeding in sight and approved to cross direction Brünig, passing 4,000 feet now. Roger. So, ja, Abflug ging problemlos. Tower Hotel Bravo Charlie India Tango, ready for taxi. Hotel Bravo Charlie India Tango, line up intersection Charlie, runway 28, QNH 1017. 1017, via Charlie, line up runway 28, Hotel Bravo Charlie India Tango. Tango 342, radio broken, clear to cross and descend to 6,000 feet. QNH 1017, report Lungersee. 1017 descending 6,000, next Lungersee, Tango 342. Hotel Uniform Quebec approaching Lungersee at 4,500, proceeding aircraft inside, I will pass on the left. Uniform Quebec, thank you, bye-bye. Bye-bye, thank you very much, Hotel Uniform Quebec. And Hotel Bravo Tango X-Ray November, you may change as well. 26 is the Hotel X-Ray November, Adi, merci. Bitte. Altmark Tower, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, Grüezi, Lungersee 4,500, request to cross direction Wopper. Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, Altmark QNH 1017, clear to cross 4,500 feet, report routing after Lopper. Approved to cross at 4,500 feet and after Lopper, Luzern, Sempachensee. Ja, da geht's auf der andere Frequenz, weil jetzt sind wir Meiringen gestartet, Altnach und dann kommt noch Emmen. Startet noch Krekiswil Flugi. Das geht Schlag auf Schlag. Das war ein sehr schönes Fly-In, einmalig auf der Militärbase Meiringen. Ja, das Starten von zwei F-18s so nah, wenn du so 10 Meter von einem F-18 gestartet stehst. Da brennen deine Ohren durch. Nur alleine schon die Vibrationen, das fand ich, obwohl ich richtig zugedrückt habe und alle anderen auch, ist krass, ist wirklich krass. Aber schön, dass es diese Möglichkeit gab. Vielen Dank nochmal an Flugplatzkommandant oder ganzen Flugplatz Meiringen, die das möglich gemacht haben von Schweizer Armee. Und auch vielen Dank an den Motorverbandsgruppe von der Schweiz, die das organisiert haben. Sehr, sehr schön, einmalig. Das bleibt eine bleibende Erinnerung. Und gratis Essen. Wo gibt's das beim Fly? Das gab's bei mir erst einmal in San Genesio. The Bravo Echo Uniform Quebec, confirm remaining outside of Sitiabourg. Confirm, I will pass Lopper at 4,500. Roger. Ja, da musst du auch noch aufpassen, dass du nicht in Burs reinflugst. Tango 342, Altnach, then proceed inbound via east side of the valley, east of highway, due to circuit traffic Krekiswil, QNH 1017 for straight in 01. 1017 maintaining east of the highway for straighting 01, the Tango 342. Hotel Uniform Quebec over in the field now at 4,500. Hotel Uniform Quebec for routing to Luzern, contact now Emme on 118.0, minimum altitude 4,000 feet, direction Luzern. 118.0, minimum 4,000 feet, Hotel Uniform Quebec, bye bye. Hotel Golf Kilo, base from base. Roger, all approved and checked, Hotel Charlie Foxtrot. Emmen Tower, Grüezi, Hotel Bravo, Echo Uniform Quebec, approaching Lopper 4,500, request to cross direction Sempachensee.
Hotel Bravo Echo Uniform Quebec MN Tower. Initially proceed towards MN Airfield. Report approaching minimum 4,000 feet QNH 1017. Inbound for MN Airfield for now, minimum 4,000 feet, QNH 1017, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec. Hotel Mike Tango, you may leave the frequency, goodbye. Leaving frequency, Hotel Mike Tango. Alright. Hotel Charlie Foxtrot, turning right base 22 for touch and go. Hotel Uniform Quebec, now direct Sempachers is approved. Report Sempachers minimum 4,000 feet. Direct Sempachers minimum 4,000 feet, Hotel Uniform Quebec. Number Tower, Hotel Bravo Tango, Eastern November, Lobster 4,200 feet, request to cross direction Hochdorf. Hotel Tango, Eastern November, Hammer Tower, cross CTO direct Hochdorf, minimum 4,000 feet, QNH 1017, report Hochdorf. QNH 1017, minimum 4,000 feet, clear to cross direction Hochdorf. Hotel Eastern November. Hotel Charlie Foxtrot, null approved, maximum 3,000 feet due to traffic above, your number 1. Null approved, number 1 for the NOLA, and if possible thereafter a turn back procedure. Will be approved. Hotel Uniform Quebec, you may leave the frequency, goodbye. Leaving approved, goodbye, have a nice day, Hotel Uniform Quebec. Right. Hotel. So. Ich staune wirklich, wie gut diese Kopfhörer sind. Also sie drücken ein bisschen auf den Kopf, das merke ich. Tatsächlich deutlich mehr als der A20. Aber für den Preis und für den Gehörschutz und die Klarheit vom Mikrofon finde ich das schon echt gute Sache. Schauen wir mal. Triangle Aerodrome, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, above Sempachers 4,200 feet, inbound for landing via Sector E. Hey, welcome back. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuschauen zu dieser speziellen Folge nach Meiringen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid und gerne bis zum nächsten Mal. Habt jederzeit viele sichere Flugstunden, es ist wichtig. Stay safe at all times und wir sehen und hören uns bald wieder. Ciao, ciao! In der nächsten Folge geht es nach Hageburg, ein temporärer Flugplatz für 3 Tage, speziell aufgebaut für ein Fly-In von Starflight.